Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Morgen früh soll JUICE starten, die Jupiter-Mission schlechthin. Für mich die großartigste Mission, die die ESA je gemacht hat. Und ich finde die ganz, ganz großartig. Ich durfte ja in Toulouse sein und sie noch verabschieden. Und ich habe mir einen Experten vom DLR eingeladen, der die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die vielleicht dabei rumkommen könnten, uns gut erklären kann. Ich freue mich riesig, dass Ulrich Köhler zu Gast ist. Hallo, Herr Köhler. Ja, Moritz, ich grüße dich. Wunderbar. Ulrich, erzähl doch mal, du bist Planetengeologe, ne? Das ist richtig, ja. Ich war eigentlich zu Beginn ein ganz banaler Wald- und Wiesengeologe, der in den Alpen Steine umgedreht hat. Habe dann aber 1990 beim DLR anfangen dürfen und bin dem Laden seither treu geblieben, weil das einfach so unglaublich spannende Themen sind und sich das in einer Weise entwickelt hat, was wir uns nie hätten vorstellen können. Und tatsächlich hat es auch mit dem Jupiter zu tun, dass ich zum DLR gekommen bin. Damals war nämlich die Raumsonde Galileo der NASA gestartet, 1989, und die kam 1990 und 92 zweimal nahe an Erde und Mond vorbei, auch um zu beschleunigen ins äußere Sonnensystem. Und da wurde ich gefragt, ob ich nicht mich mit Vulkanismus auf dem Mond auseinandersetzen könnte, denn es gab die ersten multispektralen Bilddaten vom Mond, wo man also Mineralogie auch damit machen konnte. Und das hat mich sofort fasziniert und ich habe sofort zugesagt. Und dass ich jetzt nochmal nochmal so eine große Jupiter-Mission, zumindest den Start beruflich mitverfolgen kann. Wenn sie dann ankommt, werde ich schon im Ruhestand sein. Man sieht die ersten grauen Haare. Ne? Also ich bin noch 7 Jahre dabei beim DLR. Und JUICE wird ja erst 2031 ankommen, aber das kann man ja sicherlich dann auch aus dem Schaukelstuhl verfolgen, was die Kollegen, die nach mir kommen, dann an Erkenntnissen sammeln. Also das ist eine richtig schöne Klammer meiner ganzen beruflichen Laufbahn, dass es mit Jupiter angefangen hat und mit Jupiter enden wird. Aber dein Feld ist schon, ich sag mal, alle Planeten des Sonnensystems oder alle Himmelkörper, weil wir sind ja eigentlich auf dem Weg zu Monden, aber da gibt es keine Unterscheidung zwischen Planetengeologen und Mondgeologen. Das ist richtig. Wir sehen eigentlich also die Monde, zumindest die großen Monde, als planetare Körper. Wir sagen auch beim Mond der Erde, das ist das Erde-Mond-System, das gehört zusammen. Und beim Jupiter handelt es sich auch um sehr, sehr große Monde, die zum Teil, also 2 von denen, Ganymed und Callisto, sind ja größer sogar als unser Erdmond. Und alles, was feste Oberflächen hat, da kenne ich mich ganz gut aus im Sonnensystem. Alles, was gasförmig ist, nicht so gut. Das sind die Atmosphärenphysiker gefragt. Also über den Jupiter weiß ich grob natürlich, aus was er besteht und wie das im Inneren so aussieht. Aber ich bin da kein Spezialist. Ich habe hinten den Jupiter groß aufgelegt, aber wir sind das Hauptinteresse ist im Prinzip die Icy Moons, also die Monde, die eisig sind und wo man Wasser vermutet, beziehungsweise die Theorien, dass es Wasser dort haben müsste, die gibt es schon relativ lange, und aber auch die Mission, mit der du angefangen hast, die hat das auch im Prinzip diese Idee bestätigt oder beziehungsweise in die richtige Richtung geschubst, oder? Das fing an mit den Voyager-Missionen, Voyager 1 und 2, also 2 ganz legendäre Missionen, die ja heute noch jenseits der Grenzen des Sonnensystems ins Universum rausfliegen, in die Milchstraße reinfliegen und über 20 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt sind. Die hatten 1979 die ersten Nahaufnahmen von diesen Eismonden und auch von Io, dem vulkanischen Mond am Jupiter, zur Erde gefunkt, und das war sehr faszinierend. Ich war damals noch ein kleiner Junge, oder ein Jugendlicher, sagen wir mal so, und habe das halt natürlich mitbekommen, was da für Theorien auf einmal zirkulierten. Das war ganz fantastisch. Wie kann es sein, dass so weit von der Sonne entfernt, fast 800 Millionen Kilometer, wo es nur ein 25. der Sonnenenergie hat und alles Flüchtige gefroren ist relativ schnell, also Wasser gefriert dann halt, und unter solchen Eiskrusten von diesen Monden dann möglicherweise Ozeane existieren können, die aber natürlich eine wissenschaftliche Begründung haben, warum es die geben könnte. Denn Jupiter ist einfach so riesengroß, hat so eine Riesenmasse, dass der mit seiner Gravitation und gleichzeitig der Konstellation von den 3 Monden, 3 innersten Monden, die eine Resonanz haben, also während Ganymed einmal den Jupiter umkreist Europa den Mond 2-mal und Io 4-mal, und dann kommt es immer wieder zu Konstellationen einfach, wo sich die Anziehungskräfte massiv verändern und Wärme
erzeugen im Inneren von diesen Monden. Das wusste man also seit Voyager. Dann kam eben die große Galileo-Mission, die leider ein technisches Problem hatte, weil die Antenne sich nicht entfalten konnte, weil sie 2 Jahre länger gelagert werden musste auf der Erde nach dem Challenger-Unglück. Und deswegen konnte man nur mit der kleinen Antenne senden. Und es ging dann zwar durch viele Verlängerungen, kamen viele, viele gute Daten zur Erde. Und es hat nicht nur den Ozean unter der Kruste von Europa mehr oder weniger schon wirklich bestätigt, sondern eben auch die Theorie entstehen lassen, dass auch Ganymed und Callisto, wo man es eigentlich am wenigsten vermutet hätte, auch Ozeane beherbergen müssten. Und um das jetzt alles zu verifizieren, hat die Europäische Weltraumorganisation eben vor mehr als 10 Jahren eben die Mission zum Jupiter ausgerufen und dann ist sie eben in den letzten 10 Jahren entstanden und jetzt startet sie und dann dauert es leider noch 8 Jahre, bis wir dort sind und dann wird man sehen, was alles dabei herauskommt. ESA, ich habe es gesagt, für mich eine der großartigsten ESA-Missionen, weil sie auch so viel Energie erfordert, sage ich jetzt mal von institutioneller Seite, dass ganz viele Leute zusammenarbeiten müssen und dass man sich aber als Europäer entschieden hat, wir ziehen das durch. Also es gibt ja eine Vorgeschichte, es war ursprünglich mal was mit der NASA zusammen geplant und man hat sich dann in Europa entschieden, wir machen das einfach als ein Leuchtturmprojekt, nenne ich jetzt mal, weil es ist eine sehr teure Sonde, es ist eine teure Rakete und im Prinzip eine sehr große Vorlaufzeit, also wirklich ein Leuchtturmprojekt, was Planetenforschung angeht. Und das finde ich halt großartig, dass wir diesen Mut aufgebracht haben und dass wir auch trotz dieser vielen Staaten, die da im Prinzip an einer Strang ziehen müssen, dass wir das hingekriegt haben. Jetzt bist du vom DLR. Was ist denn der deutsche wissenschaftliche Beitrag bei JUICE? Also zunächst mal fand ich das sehr schön, dass du das erwähnt hast mit der ESA, dass die das eben auf den Weg gebracht hat. Und es ist wirklich ein echtes europäisches Projekt, wo auch weltweit Wissenschaftler daran mitwirken, aus Japan. Das Jet Propulsion Laboratory von der NASA hat auch noch ein Instrument beigesteuert. Und Teil eines solchen großen internationalen Projekts zu sein, ist einfach schön. Es ist einfach ein tolles Erlebnis. Und wir sind wirklich froh, dass das jetzt klappt und hoffen, dass natürlich alles gut geht. Und unsere Beiträge, die eben dann auf JUICE mit zum Jupiter fliegen, dann zum Einsatz kommen. Also zum einen haben wir ein Instrument, wo wir die wissenschaftliche Führerschaft haben. Das ist was noch nie ins äußere Sonnensystem geflogen ist. Das ist ein Laser-Altimeter, also ein Gerät, wo mit Laserpulsen die Höhen und Tiefen einer Landschaft gemessen werden und letztendlich bei Ganymed die ganze Form des Himmelskörpers, des Mondes vermessen und gestaltet werden kann, sodass man weiß, ob sich die Oberfläche hebt oder senkt. Und je nachdem, wie hoch der Betrag dieses Hebens und Senkens der Eiskruste ist, können wir dann auf den subkrustalen Ozean, wie es fachmännisch heißt, schließen. Und das andere ist, dass wir an der Kamera, das natürlich immer das Schlüsselexperiment bei jeder Mission ist, weil es die Bilder liefert, die wir natürlich sehen wollen und uns einen Eindruck von den Landschaften geben, aber eben auch wissenschaftlich zur Auswertung eben dann vorliegen. Da haben wir 2 bedeutende Hardware-Beiträge geliefert. Die Italiener haben die Optik gebaut, eine Optik, die sensationell gut ist, mit der man auf 1 Kilometer Entfernung noch einen Tennisball auflösen könnte und die uns am Schluss der Mission Bilder von unter 2 oder 3 Metern, 2,50 Meter etwa von der Oberfläche Ganymeds liefern werden. Nicht global dann mehr, aber wir werden global natürlich Ganymed kartieren, weil wir in eine Umlaufbahn um Ganymed gehen. Und das sind schon mal tolle Beiträge und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es auch noch ein drittes deutsches Instrument gibt. Das ist MAGIS, das ist von den Kollegen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen beigesteuert worden. Und überhaupt hat die Raumfahrtagentur im DLR also 100 Millionen Euro springen lassen, um deutsche wissenschaftliche Beteiligungen zu fördern. Also das ist schon ein Dickschiff, wie du gesagt hast. Die Mission ist ja auch in der ESA-Klassifizierung eine L-Mission, heißt also Large. Und sowas macht man eben nur einmal im Jahrzehnt und jetzt ist es soweit. Mhm. Bist du aufgeregt? Also ich meine, ich habe hinter mir eine Ariane stehen. Ich meine, sie gilt als sehr, sehr zuverlässig. Es gab so einen Glitch am Anfang, aber im Prinzip eigentlich die letzten 35 Jahre, glaube ich fast, 25, ist sie gut geflogen. Bist du da aufgeregt oder ist das für dich alter Hase? Nee, ich bin nicht immer aufgeregt, das ist schon klar. Ja. Und ich erinnere mich auch noch,
dass wegen dem ersten Glitch eben, das war, glaube ich, der zweite Start der Ariane, das hat uns nicht unmittelbar betroffen, aber mittelbar, die dann ja gesprengt werden musste und dann hat man erstmal den Fehler gesucht. Und die Fehlersuche, sowas dauert natürlich immer und deswegen hat sich der Start der ESA-Mission Rosetta, auch so ein wahnsinns tolles Projekt, an dem wir beteiligt waren, um 2 Jahre verzögert, sodass man dann erst einen neuen Kometen suchen musste, auf dem Rosetta landen konnte mit unserem Landemodul und umkreisen. Der war dann größer als der ursprünglich geplante. Dadurch war die Instrumentenauslegung ein bisschen anders. Also das sollte jetzt morgen schon unbedingt klappen, weil wir haben zwar noch weitere Startfenster im Jahr, wenn also der Start eingestellt wird, jetzt wegen furchtbar schlechtem Wetter. Es wird schlechtes Wetter sein morgen, aber die ESA startet auch bei einer Wolkendecke. Aber wir haben im Herbst, August, September noch ein Startfenster, aber das würde dann schon wieder die Mission ein bisschen beeinflussen mit der Ankunftszeit. Wir hätten dann keinen nahen Vorbeiflug an dem Mond, an unserem Mond, nächstes Jahr im August. Ja, da ist schon Aufregung da, keine Frage. Und bei der Ankunft wird es dann auch nochmal so sein. Ja, ich hatte auch tatsächlich mehrere Fragen dazu oder dass die Leute überrascht waren, dass es morgen im Prinzip kein Startfenster gibt, sondern im Prinzip entweder on point wird gestartet oder der Start muss abgesagt werden. Und dann haben Leute gefragt, ja, aber kann man sie nicht die Sonde im Orbit parken und dann irgendwo hinschieben? Aber das ist so energiekritisch, ja. Also das heißt, wir wollen so weit raus mit so einer großen Masse, dass wir im Prinzip die komplette Power der Ariane 5 brauchen, um Juice in die Richtung zu schießen, um diese abgefahrene Manöver zu machen, um dann letztendlich mit dieser großen wissenschaftlichen Payload und aber auch dem Treibstoff, den wir brauchen, um überhaupt hängen zu bleiben im Jupiter-System, dorthin bringen können. Das ist schon auch abgefahren. Ja, es hat damit zu tun, dass eben Juice relativ schwer ist. Wir brauchen Treibstoff für Manöver im Jupiter-System. Deswegen ist die Sonde insgesamt über 5 Tonnen schwer. Und deswegen muss auch der Start sekundengenau erfolgen. Also der muss wirklich auf die Sekunde um 14:15 Uhr und 1 Sekunde mitteleuropäische Sommerzeit erfolgen, weil die Erde rotiert und die Erde bewegt sich mit 30 Kilometern pro Sekunde auf ihrer Bahn um die Sonne. Und wenn dieser Punkt eben nicht erreicht wird, dann kommt die Sonde nicht direkt auf den Kurs, den sie einschlagen muss, um erst dann im inneren Sonnensystem Schwung zu holen. Ja, da hat man dann noch ganz kleine Variationsmöglichkeiten mit sogenannten Orbital Trim Maneuvers, aber es muss präzise zu dem Sekundenzeitpunkt stattfinden und wenn der verstreicht, muss am nächsten Tag ein neuer gefunden werden. Die haben die bestimmt schon berechnet, ist ganz klar. Also die haben für Freitag, Samstag, Sonntag bis Ende April, solange ist das Startfenster offen, für jeden Tag wahrscheinlich eine ganz genaue Prozedur schon vorliegen, die sie dann anwenden können. Es gibt ja eine andere riesengroße Mission für die Ariane 5, das ist das James Webb. Da war dann im Prinzip nachträglich, konnten wir Europäer auch sehr stolz sein, dass im Prinzip die Ariane 5 so zielgenau eingesteuert ist, dass man mehr Treibstoff zur Verfügung hatte für James Webb, was die Lebensdauer des James Webb ja massiv verlängert hat und wo auch die NASA und alle Beteiligten am James Webb, glaube ich, sehr, sehr glücklich sind, dass das so gut funktioniert hat. Das wäre ja natürlich auch schön, vielleicht, dass die Rakete den Job so gut macht, dass man vielleicht auch ein bisschen länger irgendwie Forschung machen kann. Du hast von den Instrumenten gesprochen. Sehr abgefahren finde ich die Sache, die du erzählt hast mit dem Laser-Altimeter. Also das heißt im Prinzip, wir vermessen, also wir gucken uns zwar alle 3 Eismonde an, aber richtig orbiten wollen wir um Ganymed. Im Prinzip das Ziel dann am Ende. Und da könnten wir, oder bei den anderen wahrscheinlich auch, aber wir können die Oberfläche praktisch abtasten, sehr, sehr, sehr genau. Und je nachdem, wie sich die Oberfläche hebt oder senkt, gibt das oder könnte das eine Bestätigung sein für das Wasser. Magst du das erklären, wie das funktioniert oder was man sich da denkt? Naja, Wasser ist eine bewegliche Masse im Gegensatz zu Felsen und Eis und Gestein und all diese Dinge. Wobei tatsächlich die Gezeitenkräfte des Mondes auch auf die Kontinente der Erde wirken, messbar sogar, aber es ist natürlich nicht spürbar und ganz gering. Also wir kennen von der Erde Ebbe und Flut an den Ozeanen und vereinfacht ausgedrückt passiert das eben auch an Europa und an Ganymed, etwas weniger an Callisto. Da liegen die Gründe für den Ozean möglicherweise einfach in der Tiefe, dass da viel Wärme erzeugt wird durch radioaktiven Zerfall von Elementen, die dort im Gestein noch sind, die solare Mitgift sozusagen, die auch im Inneren der Erde für Vulkanismus sorgt oder vom
das Magma erzeugt, mit dem die Vulkane gespeist werden. Und eine bewegliche Masse lässt sich eben leichter anziehen und abstoßen bei so einem Prozess, wie Gezeitenkräfte eben sind. Und der Jupiter, der einfach, ja, der hat ja praktisch 87% der Masse aller Planeten im Sonnensystem, der hat ein ganz anderes Größenverhältnis zu seinen Monden, auch wenn die jetzt recht groß sind als bei Erde und Mond. Und deswegen ist kommt die Wirkung natürlich noch dazu und dann eben diese Konstellation mit den Resonanzen der Monde bei ihrem Umlauf, wenn sie immer wieder wie in einer Perlenkette aneinandergereiht stehen, dann wirken da auch nochmal Kräfte, die Wärme erzeugen. Und das kann man eben nicht sehen. Ja? Wir sehen den Ozean nicht unter der Kruste von Europa und Ganymed und Callisto. Bei Europa sehen wir, dass die Oberfläche sehr jung sein muss, weil wir sehen überhaupt keine Einschlagsgrade, ganz, ganz wenige nur. Und das bedeutet eben, dass die Oberfläche in relativ junger geologischer Zeit immer wieder erneuert wurde durch Wasser, das von unten wahrscheinlich, durch diese Ritzen, die man überall sieht auf Europa, diese Bergrücken, die so ganz lang gedehnt sind, sowie Spuren eines Eiskunstläufers auf dem Eis sehen die aus, dass da Wasser immer wieder nach oben gedrückt wird durch diese Gezeitenkräfte eben. Und der Ozean sehr nah oder sehr dicht unter der Eiskruste ist. Vielleicht nur 1 Kilometer, vielleicht ein paar wenige Kilometer. Und das wird man mit der Mission messen, auch dann halt eben Beweise zu bekommen, ob da Mineralsalze an die Oberfläche geschwemmt werden, die wir bei Galileo schon gesehen haben. Ja, also dass der Ozean scheint im Austausch mit seinem Gesteinsmantel zu stehen und dort wie bei der Erde zirkulieren die Wässer und lösen aus den Gesteinen Minerale und Salze heraus. Und diese Salze gelangen dann an die Oberfläche und die sehen wir. Und die kann man eben spektroskopisch untersuchen, das machen dann andere Instrumente. Wir können mit der Kamera auch ein bisschen Mineralogie machen, aber nur bis ins nahe Infrarot. Die bis ins mittlere Infrarot können das besser machen noch. Und so wird man den Beweis bei Europa führen können. Man muss dazu sagen, dass es eine zweite Mission geben wird ins Jupiter-System nächstes Jahr, der NASA Europa Clipper. Und der ergänzt sich dann perfekt mit JUICE. JUICE wird seinen Schwerpunkt auf Ganymed lenken, dem größten Mond im Sonnensystem. Und der Europa Clipper wird Europa nicht umkreisen am Orbit, aber die Umlaufbahn um den Jupiter wird immer wieder ganz nahe an Europa vorbeiführen. Und bei Ganymed eben liegt der Ozean sicherlich in sehr, sehr großer Tiefe, weil die Oberfläche ist alt. Wir sehen keine Hinweise, dass da in jüngerer Zeit Wasser ausgetreten ist. Und das könnte man eben nur indirekt nachweisen durch das Heben und Senken der Eiskruste, weil da diese wobbelnde Wassermasse, dieser Ozean eben sich geometrisch immer wieder anders positioniert und dadurch die Oberfläche hebt und senkt. Jetzt ist das Thema Wasser immer in den Medien immer sehr prägnant, wenn man irgendwie über extraterrestrisches Leben irgendwo spricht oder dann das Leben, was wir so kennen, das benötigt halt Wasser und deshalb glaube ich, sucht man eigentlich auch immer irgendwelche Himmelskörper, wo man sagt, oh, da könnte es flüssiges Wasser geben, weil man dann natürlich auch das Storytelling bringen könnte, theoretisch. Warum sollte es da kein Leben geben? Ist das auch hier so ein bisschen der Hintergrund? Also, dass man sagt, okay, hey, wir haben da diese Eismonde und wahrscheinlich Wassereis und darunter dann flüssiges Wasser. Wenn es Leben im Sonnensystem außerhalb der Erde gibt, müssten wir es eigentlich da finden? Es ist denkbar auf jeden Fall. Und ich würde es nicht nur als Storytelling sagen. Ich denke mal, es ist eine der größten Fragen der Astronomie. Ich würde sogar so weit gehen, eine Frage der Menschheitsgeschichte, das geht ins Philosophische, wer möchte ins Religiöse, Theologische, dass der Mensch seit er denken kann und vor der Höhle gesessen ist und den Sternenhimmel angeguckt hat, sich fragt, ist da noch wer? Ja, also vor 400 Jahren hat es Giordano Brunos Leben gekostet, als er gesagt hat zu den anderen Klerikern, wenn ihr da hochguckt im Nachthimmel, ihr werdet doch nicht glauben, dass wir die Einzigen und die Schönsten und die Besten auf der Welt sind. Und ich glaube, 2 Wochen später stand er auf dem Scheiterhaufen und war tot. Heutzutage dürfen wir solche Theorien natürlich mit wissenschaftlichen Methoden wirklich versuchen nachzuweisen. Und insofern tangiert dieses Thema wirklich eine fundamentale Frage der Menschheit. Und wir können sie vielleicht zu unseren Lebzeiten in diesem Jahrhundert jetzt auch beantworten, weil wir die technischen Möglichkeiten haben. Es ist einfach unglaublich, was die Raumfahrt in etwas mehr als einem halben Jahrhundert uns möglich gemacht hat, was die uns für
Werkzeuge in Form von den Raumsonden, die praktisch überall hinkommen und im Jupiter-System völlig verrückte Bahnen fliegen können und das praktisch heute schon in 10 Jahren auf die Sekunde genau sagen können, in welcher Kilometerhöhe sie über Ganymed in Europa fliegen werden. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass diese Frage, ob es extraterrestrisches Leben gibt, zunächst mal in unserem Sonnensystem in diesem Jahrhundert beantwortet werden kann. Der Mars spielt da natürlich eine große Rolle, weil er auch mal Wasser hatte. Und es spielen noch Monde am Saturn und möglicherweise sogar noch am Neptun eine Rolle. Und es spielen auch Kometen eine Rolle, weil Kometen enthalten auch viel Eis, was ja Wasser ist und organische, also Kohlenwasserstoffverbindungen hat, die praktisch als die Urbausteine des Lebens gelten, zumindest zum Teil. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Erkenntnisse, die wir jetzt aus JUICE sammeln, auch sehr hilfreich sind, wenn wir über das Sonnensystem hinausblicken, bei der Suche nach extrasolaren Planeten oder Exoplaneten, wie man es nennen möchte, eine Rolle spielen werden, weil wir sehen eben in den 6000 Exoplaneten, die bisher entdeckt worden sind in unserer Milchstraße, dass es da ganz viele Jupiters gibt, also große Gasplaneten, die wahrscheinlich halt auch wieder Monde haben, die wir noch nicht entdeckt haben. Die ersten Monde um Exoplaneten sind bereits entdeckt worden. Und das, was wir jetzt bei Jupiter und seinen großen Monden lernen werden, das lässt sich dann in diese Forschung bei Exoplaneten auch einbringen und da werden Erkenntnisse kommen, von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben, glaube ich. Dazu muss man natürlich sagen, wir wissen nicht, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Wo kam der Moment, der göttliche Moment oder der naturwissenschaftliche Moment, wo aus ein paar Atomen und Molekülen etwas entstanden ist, das sich selber reproduziert und dann die Evolution einsetzt und sich verändert. Ab dem Punkt, wo was da war, wissen wir, wie es weitergeht. Die Evolutionsbiologen können uns das toll schildern alles, ja. Aber der Moment, wie Leben entstanden ist, ich glaube, das ist der Nobelpreis aller Nobelpreise. Und da gibt es ja im Prinzip auch die Theorien von wegen, wir haben diese Einschläge von Kometen auf der Erde schon immer gehabt und wir haben auch im Prinzip Bausteine des Lebens in diesen Wanderern, nenne ich es jetzt mal, schon nachgewiesen oder beziehungsweise teilweise und wäre ja eine interessante Theorie oder beziehungsweise wenn man nachweisen konnte, okay, wir hatten irgendwo Leben im Sonnensystem schon viel früher als auf der Erde. Das wäre ja fast schon der Beweis dafür, dass das irdische Leben nicht auf der Erde entstanden ist. Ja, das ist die sogenannte Panspermien-Theorie. Die war, als ich studiert habe, war die überhaupt nicht mehr angesagt. Aber mittlerweile denkt man wieder darüber nach, ob es sogar denkbar ist, dass das Leben auf der Venus entstanden sein könnte, weil es jetzt so aussieht, nach vielen Jahrzehnten, wo man gedacht hat, die Venus war immer zu heiß, dass es ein Zeitfenster gab, wie man so schön sagt, vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahren, also mehrere 100 Millionen Jahre, in denen Ozeane auf der Venus auch stabil gewesen wären, also Wasser vorhanden war. Und dann mit einem Einschlag, der dort erfolgte, zu der Zeit gab es ja noch viel häufiger große Asteroideneinschläge, die dann Material auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigt haben und dann landet sowas wieder auf der Erde. Und dann sich der Organismus gedacht hat, hoppla, hier ist auch gut, also hier mache ich mal weiter. Also diese Theorie gibt es nach wie vor auch oder eben halt dann in einfacherer Form, dass man sagt, es gab Aminosäuren und Formaldehyde und all diese Dinge in Kometeneis. Und das Kometeneis ist mit den Kometen auf der Erde eingeschlagen vor 4 Milliarden Jahren, hat zum Teil die Ozeane befüllt. Also ein Großteil des Wassers der Erde kam von Kometen, aber auch von Asteroiden am äußeren Rand des Asteroidengürtels, von dem wir jetzt wissen, dass da auch sehr viel Eis ist. Ceres, der große Zwergplanet dort, besteht vielleicht bis zu einem Drittel aus Wassereis. Und dass das restliche Wasser von der Erde ausgeschwitzt wurde. Und dann eben die ältesten Fossilien, die wir kennen, sind etwa 3,8 Milliarden Jahre alt oder 3,6 Milliarden Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau. Und also dann, als das große Bombardement auch im Sonnensystem aufhörte und die Erde nicht dauernd wieder sterilisiert wurde, ging es los mit der Evolution. Also diese zwei Theorien, die stehen im Raum und die Biologen werden uns das irgendwann mal erklären, wie es wirklich war.
Ja, und vielleicht auch die Erkenntnisse, die wir jetzt mit JUICE hoffentlich dann gewinnen. Es ist noch ein bisschen hin. 31 meintest du, sollen wir planmäßig dort ankommen und dann wird ja auch noch ein bisschen geforscht und dann die Daten gehen dann erstmal durch alle Forscher durch und dass man will ja auf gar keinen Fall was Falsches erzählen, sondern im Prinzip die Theorie, die man vielleicht dann da aufstellt, dass die alles irgendwo passen. Ich fand es ganz interessant. Ich war ja in Toulouse gewesen, habe da die fast schon verabschiedet. Das war vor einem halben Jahr. Und da hat der Observationschef in Toulouse von Airbus mir gesagt, von wegen, als ich ihn gefragt habe, von wegen, was erträumt er sich? Er meinte, naja, wenn wir mit JUICE da Wasser nachweisen und so weiter, lass da landen und eine Probe zurück zur Erde bringen. Also das wäre natürlich eine richtig, richtig, richtig aufwendige Mission, aber technisch spricht da jetzt erstmal nichts dagegen. Es würde wahrscheinlich nochmal sehr viel teurer werden als JUICE, aber das fand ich schon sehr, sehr abgefahren, weil ich meine, nächster Punkt ist ja, dass wir Proben vom Mars wiederbringen wollen. Das ist auch eine Kooperation von der ESA und der NASA und tatsächlich sogar früher mit der JAXA und tatsächlich auch dem DLR sollen Proben ja von einem Marsmond wiederkommen. Vielleicht, wenn wir beim Thema Monde sind, ich finde die Mission so abgefahren. Magst du da vielleicht auch kurz was zu sagen? Ja, kann ich gerne sagen. Also dabei handelt es sich um die Mission MMX, Mars Moon Explorer. Und es wird ein kleiner Rover sein, der auf dem großen Marsmond Phobos, also dem größeren, der so knapp 30 Kilometer groß, landen wird und dort Proben nehmen wird und die sollen zur Erde gebracht werden. Es werden dann die ersten Marsproben auch dabei sein, weil wir uns ganz sicher sind, dass durch große Einschläge auf dem Mars Staub auf Phobos auch eben gelandet ist und dort in das Oberflächenmaterial, das wir Regolith nennen, eingearbeitet worden ist. Das heißt, diese Proben werden die ersten Marsproben sein und dann Anfang der 30er Jahre kommen dann die von der Mars-Oberfläche, die ja jetzt gerade von Perseverance mit der Mission Mars 2020 gesammelt werden. Und das ist echt eine kleine abgefahrene Mission, also die JAXA zusammen mit der CNES von Frankreich und dem DLR bauen das Ding. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr starten können. Die Instrumente sind soweit fertig, werden gerade integriert, sind alle getestet. Also das Ding ist eigentlich startklar. Und das kommt dann natürlich relativ schnell am Mars oben an. Ja, da sind wir dann schon Mitte des Jahrzehnts, sind wir da am Proben nehmen und das wird total spannend. Alle diese richtig abgefahrenen Missionen, die erfordern ja Mut. Also ich sag mal, man kann ja Forschen im Elfenbeinturm machen oder vielleicht irgendwie gucken, dass man seine Forschungsgelder kriegt und dass man möglichst nichts kaputt macht oder so. Aber diese ganzen Missionen, da haben sich Leute dazu was entschieden, was zu machen, was auch nicht katastrophal schiefgehen kann, aber was sehr viel Geld vernichten kann und man hat dann gar nichts. Aber es sind genau diese Missionen, über die ich zum Beispiel gerne mit meiner Community drüber spreche, weil die so abgefahren sind und weil die im Prinzip diese Gedankenspiele befördern, dass man halt denkt, Mensch, was ist noch alles möglich und lass uns da rausgehen und im Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu unserem normalen Budget, was irgendwie so ein Land zur Verfügung hat, ist jetzt auch nicht, dass wir Unmengen in die Raumfahrt investieren. Was glaubst du, muss da passieren oder was sind da für Prozesse involviert, dass die Wissenschaft solche mutigen Projekte angeht? Oder was muss passieren, damit wir da noch mehr von sehen? Naja, was das Mutige betrifft, da zieht uns dann praktisch immer die Industrie den Zahn. Ja, die sagen, alles toll, was ihr machen wollt, aber bei so teuren Projekten muss ein Projekt zu 99,999% sicher sein, dass es dann auch klappt. Weil erstens wird man so schnell nicht wiederholen und zweitens seid ihr dem Steuerzahler gegenüber verantwortlich, dass ihr euer Geld auch so einsetzt, dass was dabei rauskommt am Ende. Und man sieht es sehr gut zum Beispiel am Beispiel von Mars-Missionen, die auf dem Mars landen sollen. Da gibt es dann, wenn so eine Mission beschlossen wird, dann gibt es da Constraints, also Beschränkungen von der Industrie, die dann immer sagen, 30 Grad Nord, 30 Grad Süd, weiter nördlich, weiter südlich geht nicht. Punkt. In diesen 60 Grad muss es ein relativ tief gelegener Punkt sein, damit wir möglichst langen Bremsweg durch die Atmosphäre haben. Punkt. So, und jetzt dürft ihr eure Proposals schreiben, wo ihr landen wollt. Und wenn dort völlig verrückte Landschaft ist mit vielen Klippen, auch wenn da ganz, ganz tolle Vulkanablagerungen sind, nee, geht nicht. Risiko zu hoch. Flache Ebene will ich haben. Also, aber auf der anderen Seite ermöglicht uns die Raumfahrt immer mehr solche Dinge. Also die Landeellipsen zum Beispiel auf dem Mars werden immer kleiner, also man kann immer präziser landen. Und der nächste Schritt ist jetzt zum Beispiel hochpräzises Landen auf dem Mond, zum Beispiel am Südpol, auf den Rändern von diesen Kratern,
wo man im Inneren Eis vermutet, weil kein Licht reinkommt, und auf der anderen Seite Licht am Kraterrand notwendig ist, damit man Strom erzeugen kann. Also das wird als nächstes bald möglich sein. Und man landet auf Asteroiden, man landet auf Kometen, man landet praktisch auch auf Europa irgendwann mal mit einem Gefährt, das dann auf Europa ein bisschen was erkundet, vielleicht Proben nimmt und die zur Erde zurückzuschicken. In der Tat wird es sehr, sehr aufwendig sein. Oder aber einen Bohrer ansetzt und da mal mit so einem heißen Nagel praktisch durch die Eiskruste durchdringt und dann da mit einer Kamera guckt, was hat es denn da unten in dem Ozean? Ja, und dann gucken da irgendwelche Lebewesen vielleicht an und es wäre sensationell. Ja. Also Mut ist, ja, es gibt verrückte Ideen, aber die werden immer auf Tauglichkeit geprüft, ob sowas möglich ist. Und klar, es kommt dann zu Dingen, die man bisher noch nicht gemacht hat, wie jetzt Gala auf JUICE. Oder was die Japaner gemacht haben am Asteroiden Ryugu, völlig verrückte Landungen mit kleinen Robotern und unsere kleine Kiste Mascot vom DLR da drauf geworfen haben. Mikrogravitation, passiert nichts und wir haben schöne Experimente machen können, also solche Dinge. Also wenn ich sehe, was da seit Voyager alles geschehen ist, und das waren schon sensationelle Missionen, Viking auf dem Mars, die Landungen, und ich sehe hinter dir natürlich die Saturn-V-Rakete, das Modell, ja, damit bin ich zum Planetenfan geworden, weil ich habe die erste Mondlandung als 6-jähriger Junge nachts um 2 den Ausstieg mit meinen 3 Brüdern angucken müssen, ja, da haben mich die Eltern aus dem Bett geholt, und seither lässt mich das eben auch nicht mehr los. Ich hatte irgendwo gelesen, dass dein Lieblings-Apollo-Astronaut Eugene Cernan ist. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Er ist leider schon verstorben 2017. Ja. Er hat uns 2013 hier besucht und es war eine unglaubliche Freude, mit den Doktoranden, mit den Studenten abends essen zu gehen, ein bisschen zu streiten auch mit unserem Institutsdirektor und so. Und hatten einen großartigen Abend, und er hat gesagt, also sein Lebensmotto immer war so, wenn am besten du zielst auf den Mond, und wenn du ihn verpasst, dann bist du zwischen allen Sternen. Da kennst du ja dann, oder bist du im Prinzip ja von beiden Welten begeistert. Es gab ja so ich sag mal in den 2000ern diese Stimmung, lass keine Menschen mehr da rausschicken, unsere Roboter sind Nonplusultra und das, was wir da auf dem Mars machen können, die schlafen nicht, die machen Forschung und das ist großartig, und das ändert sich gerade so ein bisschen vom Gefühl her. Also, dass man auch sagt, naja, wir müssen da irgendwo doch schon auch hin. Und ich sag mal, Apollo, die waren jetzt nicht so lange da. Das heißt, mit einem Rover, der irgendwie monatelang irgendwie operieren kann, grundsätzlich kann man sehr, sehr viel Dinge machen. Wir sind jetzt auf dem Weg gerade wieder zum Mond zurück. Mond, Vulkanismus, dein Thema. Sind die Proben, die Apollo-Astronauten zurückgebracht haben, sind die besser als das, was man irgendwie sonst gemacht hat? Oder warum braucht man den Menschen? Ich hatte das Privileg, den zweiten, der mit Gene Cernan auf dem Mond war, bei Apollo 17 kennenzulernen, Jack Schmitt, ein Geologe, und das hat den Unterschied gemacht. Ich meine, Apollo 15 und 16 waren auch schon großartig, weil die Crews sich super vorbereitet haben und wirklich auch begeistert wurden von der Geologie und den wissenschaftlichen Aufgaben. Aber Jack Schmitt war halt einfach dann auch mit dem fachlichen Auge eines Geologen auf der Oberfläche und hat die Proben anders ausgewählt, und alles, was er gesehen hat, konnte er viel besser interpretieren. Und ich würde einfach sagen, das, was die Apollo 17 Crew in 3 Tagen auf dem Mond gemacht hat, das müssten wir mit dem Roboter in 3 Jahren machen. Das ist eine Hausnummer. Ob das zutrifft, ist eine andere Frage. Und tatsächlich ist ja das, was wir auf dem Mars machen mit Perseverance, mit Curiosity und was da noch alles kommt, dann von der ESA ja soll auch 2028 eine Mission kommen, die wir jetzt verschieben mussten wegen der Zusammenarbeit mit Russland. Und da denke ich, auch mit dem Menschen zum Mars zu fliegen, das ist einfach schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als zum Mond. Und das ist eine persönliche Ansicht, dass ich sage, mit den Menschen zurückzukehren zum Mond ergibt Sinn, weil wir können dort jetzt Dinge machen, 50 Jahre nach den letzten Mondlandungen, mit neuer Technik und mit ganz anderen Missionskonzepten, wo der Mensch eine große Rolle spielen könnte und uns viel Wissen verschaffen kann, nicht nur wissenschaftliches, sondern auch technisches und Missionskonzepte und all diese Dinge. Und beim Mars bin ich da etwas skeptischer. Der Mensch wird es auf jeden Fall machen, weil der Mensch macht alles, was er machen kann irgendwann mal. Er steigt auf den Mount Everest, er geht zum Nordpol, er geht zum Südpol, er geht in den Marianengraben.
der fliegt zum Mond, ja. Und dann fliegt er auch irgendwann mal zum Mars, aber ich glaube, damit ist dann auch so im Sonnensystem das Limit erreicht, weil wenn man sich einfach vor Augen führt, dass am Jupiter ein wahnsinniges Strahlungsumfeld ist, das man nicht beherrschen könnte mit Lebewesen und noch weiter draußen einfach die Entfernungen viel zu groß sind, ganz zu schweigen, dass man mal zu einem anderen Stern fliegt, wo Leute, die wirklich nahe am Nobelpreis waren, wie Stephen Hawking, gesagt haben, ja, irgendwann müssen wir hier weg, weil die Sonne irgendwann mal in 5 Milliarden Jahren vorbei ist und uns vorher hier alles Wasser verdampfen lässt. Da hat er recht, ja, aber rede mal mit einem Evolutionsbiologen darüber, wie der Mensch in 5 Milliarden Jahren aussehen könnte. Also das ist so, die Raumfahrt macht Schritt für Schritt immer das als nächstes, was sie kann, was sie sich zutraut, eher konservativ eben und gar nicht so, sie macht nie den übernächsten Schritt vor dem nächsten Schritt. Und bis wir so viele Schritte gemacht haben und erfolgreich sind, dass wir zum Mars fliegen können mit all den weichen Faktoren, die es gibt, ja, Psychologie, Medizin, Geld, ja, wird es schon noch eine Zeit lang dauern. Ich fand das schön, was du gesagt hast, von wegen, der Mensch wird das irgendwo machen und irgendwann kam ich mal auf den Punkt, naja, eigentlich stimmt das nicht ganz, sondern es gibt einzelne Menschen, die diesen Entdeckerdrang haben oder es gibt einzelne Forscher, die es ganz genau wissen wollen und die sorgen dann dafür, dass im Prinzip dann diese Errungenschaften oder diese Erkenntnisse für die gesamte Menschheit erschaffen werden, aber eigentlich, ich sag mal, wenn in uns Europäern grundsätzlich drin wäre, dass wir Entdecker wären, dann wären wir heute Amerikaner, so. Ne? Also die meisten von uns, unseren Vorfahren, sind hier geblieben. Es gibt aber ein paar Leute, die sind nach Amerika gefahren und die meisten Leute können sich, glaube ich, nicht vorstellen, sich auf eine Rakete draufzusetzen und zum Mond zu fliegen. Aber es gibt ein paar Leute, die sich das vorstellen können und die sagen, wir müssen das machen. Und das ist dann die das im Prinzip dann für uns alle diese Erkenntnisse und diese Horizonterweiterung ja bringen. Ja, das ist sicherlich richtig. Und also ich denke da auch an Leute wie Carl Sagan, der mit seinem Buch damals The Pale Blue Dot, der blaue Punkt, die Erde im Weltall, das auch mich ganz stark beeinflusst hat, dass das eben diese Visionäre sind, die da größere Schritte machen oder dafür sorgen, dass größere Schritte gemacht werden können und auch sehr inspirierend wirken. Und ich denke halt aber auch, dass wir uns noch gar nicht vorstellen können, was in 100, in 500 und in 5000 Jahren alles sein wird. Wenn wir dieses Gespräch vor 100 Jahren geführt hätten, irgendwo in Berlin in einem Café und draußen fahren die Droschken vorbei mit Pferden und die ersten Straßenbahnen und all diese Dinge, U-Bahn gab es schon. Und du hättest zu mir gesagt, glaubst du, dass wir dieses Jahrhundert auf dem Mond landen würden? Hätte ich ja wahrscheinlich auch gesagt, das soll nicht, jetzt ein Bier weniger vielleicht. Ne? Und deswegen ist es müßig, glaube ich, darüber zu spekulieren, was alles der Mensch noch erreichen wird. Das sind vielleicht Dinge, wo einfach jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Als Apollo auf dem Mond gelandet ist, jeder weiß, dass die Software und die Computer, die da zum Einsatz kommen, sind im Grunde genommen vollkommen lächerlich sind. Aber aus der Begeisterung dieser ganzen Nation sind diese Dinger hier entstanden. Wahrscheinlich deutlich schneller, als wenn es keine Raumfahrt gegeben hätte, weil ganz Amerika, das wissen viele nicht, von John F. Kennedy praktisch auch inspiriert wurden, in Technik und in Wissenschaft Bildung zu machen und dann zum Mond zu gelangen, klar. Aber als die Mondlandungen vorbei waren, mussten diese Hunderttausende Ingenieure und Techniker und Wissenschaftler andere Berufe machen und haben sich dort bewährt dann. Und deswegen sind diese Entwicklungen relativ schnell in Gang gekommen mit den Halbleitern und all diesen Dingen. Und Silicon Valley, man hat es oft versucht zu kopieren auf der gesamten Welt und hat es nirgendwo bisher hinbekommen. Ja, vielleicht um zurück zum Juice zu kommen. Was wäre denn für dich eine Erkenntnis, die Juice erreichen könnte oder im Prinzip für uns ein Forschungsergebnis, was mit Juice rauskommen könnte, wo du sagst, das wird dich aus deinem Ruhestandssessel hauen? Also, dass die Ozeane bestätigt werden, das würde mich jetzt noch nicht aus dem Sessel hauen, weil davon gehe ich eigentlich aus. Aber wenn Juice zeigen könnte, dass es auf Europa aktiven Kryovulkanismus gibt, also Wasser an die Oberfläche gepresst wird entlang dieser Spalten und dort gleich gefriert und man sowas sogar praktisch in flagranti oder vor kurzem erst geschehen in Bildern und in Messungen festhalten könnte, da würde ich dann an den Kühlschrank gehen. Und ich sag mal, ganz weit in die Zukunft geschaut, was denkst du, ist technisch möglich, was du noch
erleben möchtest, wo es vielleicht momentan noch kein Programm für gibt oder wo du denkst, das sollte eigentlich machbar sein und das wäre dein Traum, dass im Prinzip diese Art von Mission angegangen wird? Also tatsächlich die Landung mit einem Roboter auf Europa, der sich durch die Eiskruste bohrt. Ich glaube, das ist einigermaßen realistisch, dass das in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts geschieht. Da bin ich dann vielleicht gerade noch mit dabei, geistig. Und da würde man vielleicht der Frage nach Leben außerhalb der Erde einen entscheidenden Schritt entgegenkommen und diese Frage vielleicht auf einem der Jupitermonde lösen zu können oder auch auf Enceladus am Saturn oder eben, dass das am Mars geschieht. Wenn wir bei praktisch Dingen vorausschauen sind, also du hast es ja gesagt, von wegen 19. Jahrhundert, wir treffen uns in einem Café und die Dinge, über die wir uns heute unterhalten, die wären da Mischugge gewesen und die Leute hätten uns komisch angeguckt. Es gab trotzdem auch diese Leute, Jules Verne oder so, die sich solche Reisen zum Beispiel ausgedacht haben. Bist du ein Science-Fiction-Fan oder gibt es im Prinzip Filme, die irgendwie was abbilden, was es eigentlich aktuell noch nicht gibt, wo du sagst, das ist, hat dich begeistert, auch als Wissenschaftler? Ja, ich gucke mir gelegentlich welche an. Manchmal wurde ich auch schon zu Rezensionen gefragt fürs Radio. Da war letztes Jahr dieser Emmerich-Film vom Mond, der so grauenhaft nicht war. Mein schwäbischer Landsmann hat sich da furchtbar vergriffen. Aber ein Film, den ich sehr bewundert habe und auch das Buch war der Marsianer, weil da sehr, sehr viel Realistisches ist, bis hin zu den kleinen Feinheiten, wie es in der NASA zugeht, Ostküste, Westküste. In der Ostküste sind sie bürokratisch, an der Westküste sitzen die Nerds und solche Dinge. Da waren auch unrealistische Dinge dabei. Also das Blech, das da durch die Gegend fliegt, das kriegt der Marswind gar nicht hoch und da kann also auch der Watney nicht damit erschlagen worden sein. Und die Rückkehr vom Mars in den Orbit, dann die war mit diesem Cabriolet praktisch war auch etwas verwegen. Aber die Berechnung der Energie, die er braucht und die Kartoffeln, die er anpflanzen muss und den Weg, den er gegangen ist, die haben wir sogar mit unseren Mars 3D-Daten, mit unserer deutschen Kamera auf Mars Express, auch eine ESA-Mission seit 20 Jahren unterwegs, haben wir das nachberechnet alles und das war echt gut und das hat mir an diesem Film sehr gut gefallen. Auch einer meiner Lieblingsraumfahrt-Filme, tatsächlich mein Lieblingsraumfahrtfilm Apollo 13, der hat mich zum Raumfahrt-Nerd gemacht in den 90er Jahren. Und Marsianer und tatsächlich, ich habe sogar das Buch dann nach dem Film gelesen. Ich habe erst den Film gesehen und habe dann das Buch gelesen und mich hat noch nie ein Buch so unterhalten, also von laut lachend im Bett zu Freudentränen und also hat mich sehr emotional mitgenommen, aber auch total meine Science-Fiction oder meine Wissenschaftsliebe gecatcht und dass man doch das Gefühl hatte, ich bin jetzt kein Wissenschaftler wie du, aber dass man das Gefühl hatte, irgendwo wirkt das realistisch oder irgendwo hat er die richtigen Leute gefragt, wie sowas zugehen könnte und das ist für mich dann auch immer die beste Science-Fiction, die halt dann eben theoretisch vielleicht doch mal wahr werden könnte. Genau, ja. Also bei mir war es so ähnlich. Ich habe eine Rezension über das Buch schreiben sollen, habe es im Herbstferien meinem Sohn gegeben, der war 15 wahrscheinlich mit dem Dreh. Und ich habe gesagt, lies du das mal, ich bin zu faul. Und dann hat er das in 2 Tagen gelesen, er hat gesagt, das musst du lesen, das gefällt dir. Und dann habe ich es in 3 Tagen auch gelesen. Sehr, sehr gut. Ja, Ulrich, ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Für mich total toll zu sehen, wie du von diesen Themen sprichst, wie deine Augen glühen und wie im Prinzip du Lust hast auf diese Mission und mitfieberst, dass da bei dem Start morgen dann hoffentlich alles glatt geht. Ich habe tatsächlich einen Kollegen von dir morgen dann sogar live im Start dabei, der mir ein bisschen mehr so zum Launcher erzählen kann und wo wir dann mitfiebern werden und dafür vielleicht ein bisschen verstehen, wie die Ariane 5 das macht. Und ja, dieser wissenschaftliche Talk oder den Kosmos, den du uns praktisch eröffnest und was da möglich sein wird, was Juice wahrscheinlich herausfinden wird. Das sehr, sehr, sehr schön und da danke ich dir ganz, 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 ganz doll. Das war großartig. Sehr gerne, hat mir auch große Freude gemacht. Ja. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir und ich bin mir fast sicher, dass ich Ulrich nochmal einladen werde und wir noch über ein anderes Thema reden. Wir haben jetzt so viele Sachen angeschnitten, die euch bestimmt total auch spannend oder interessieren. Schreibt mir gern unter dem Video, was euch da vielleicht besonders interessiert habt und dann machen wir vielleicht dann nochmal einen Talk zu. Ja, Ulrich, ich wünsche dir viel Spaß beim Start und dass du
Spaß auch hast bei den letzten Jahren noch im Berufsleben, aber auch auf gar keinen Fall dir deine Freude an der Raumfahrt und an der Wissenschaft nehmen lässt und dass du damit hoffentlich noch viele weitere Menschen mit ansteckst, so wie du uns heute damit angesteckt hast. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja, bei den Ariane-Starts lernt man das schöne Wort Decollage statt Liftoff. Genau. Hoffen wir, dass wir das morgen hören. Danke. Bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß mit JUICE. Ich werde es ja live streamen, also gerne reinschauen und dann würde ich sagen, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.